Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich dir unsere aktuellsten Updates in Stackfield, die dir den Arbeitsalltag erleichtern und die Zusammenarbeit im Team noch besser machen. Lass uns direkt loslegen! Ab sofort kannst du in Stackfield Aufgaben und Unteraufgaben als Vorlagen anlegen. So machst du Routineaufgaben noch einfacher und sparst wertvolle Zeit. Egal ob bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder oder der Planung regelmäßiger Meetings. Einmal erstellt, kannst du Vorlagen immer wieder verwenden. Und so funktioniert's. Klicke im Aufgabenmodul auf die blaue Plus-Schaltfläche und wähle Neue Aufgabe aus. In der Aufgabenkarte kannst du unter anderem Titel, Beschreibung, Zuständigkeiten, Dokumente und noch vieles mehr hinterlegen. Anschließend speicherst du die Karte einfach über die 3 Punkte oben rechts, das Feld Vorlage sowie das Feld Als Vorlage speichern. Vergebe noch einen Namen für deine Vorlage und voilà! Um eine Vorlage zu nutzen, klickst du erneut auf die Plus-Schaltfläche und wählst die Option Aus einer Vorlage. In der Übersicht kannst du jetzt deine Vorlage auswählen. Alle Informationen aus der Vorlage werden direkt in eine neue Aufgabe übernommen und du kannst sofort loslegen. Um eine Vorlage für eine Unteraufgabenliste zu erstellen, klicke zunächst auf eine bestehende Aufgabenkarte oder wieder auf die blaue Plus-Schaltfläche und wähle die Option Neue Aufgabe aus. Klicke anschließend auf das Unteraufgabensymbol Unteraufgaben bei Mouseover oben rechts und wähle Neue Unteraufgabenliste aus. Hinterlege wie gewohnt einen Titel für die Liste, klicke auf Hinzufügen und ergänze anschließend alle Unteraufgaben, die in der Vorlage enthalten sein sollen. Sobald du alle relevanten Informationen hinterlegt hast, fahre mit deiner Maus über den Titel der Unteraufgabenliste und klicke auf die eingeblendete Mehrschaltfläche, durch 3 Punkte symbolisiert, auf der rechten Seite. Wähle nun Als neue Vorlage speichern und vergebe einen Namen für die Vorlage. Du hast jetzt in jeder Aufgabenkarte die Möglichkeit, die Vorlage für deine Unteraufgabenliste zu öffnen. Einfach erneut auf das Listensymbol klicken, dann auf Aus einer Vorlage und dann die passende Vorlage wählen. Schon hast du die Liste in deiner Aufgabe hinterlegt. Kommen wir zum nächsten Update. Ab jetzt kannst du deine Nachrichten im Chat und im Kommentarbereich formatieren, um Inhalte noch klarer und übersichtlicher zu machen. Markiere einfach den Text, den du formatieren möchtest, oder klicke auf das Formatiersymbol, dargestellt durch ein groß- und kleingeschriebenes A. Ob fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, als Liste, als Aufzählung oder mehr. Mit wenigen Klicks bringst du Struktur in deine Kommunikation. Planst du ein Meeting und möchtest sicherstellen, dass alle Zeit haben? Stackfield hilft dir jetzt, Verfügbarkeiten noch besser zu prüfen. Erstelle dafür einfach einen neuen Termin und lege ein Datum fest. Oder öffne einen bestehenden und klicke auf das Feld Verfügbarkeiten prüfen. Neben Terminen aus deinen eigenen Räumen siehst du ab sofort auch blockierte Zeiten aus anderen Räumen deiner Organisation und weißt immer, wer wann Zeit hat. Natürlich bleibt die Beschreibung dieser Termine verborgen, wenn du keinen Zugriff auf die entsprechenden Räume hast. Privatsphäre steht bei uns an erster Stelle. So kannst du Termine effizienter planen, ohne auf Details anderer Räume zugreifen zu müssen. Kommen wir zum 4. großen Punkt unserer Updates, dem Import aus CSV-Dateien. Dadurch wird der Wechsel zu Stackfield noch einfacher. Du kannst jetzt Räume direkt aus einer CSV- oder Excel-Datei erstellen. Klicke hierzu in der Seitenleiste auf Neu hinzufügen und wähle Neuer Raum aus. Gib deinem Raum einen Namen, aktiviere bei Bedarf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wähle dann Aus Import erstellen. Nun kannst du deine Datei hochladen. Ziehe sie einfach in das Feld oder klicke auf Daten aus Datei hochladen und wähle die gewünschte Datei im Format CSV, TSV, XLS, XLSX oder TXT aus. Klicke dann auf Weiter. Im nächsten Schritt wird dir eine Vorschau der Tabelle angezeigt. Stelle sicher, dass du den Schalter Erste Zeile enthält die Spaltennamen aktivierst und prüfe, ob das Trennzeichen korrekt erkannt wurde. Klicke anschließend auf Weiter. Jetzt kannst du entscheiden, welche Spalten deiner Datei in Stackfield übernommen werden sollen und welchem Feldtyp sie entsprechen. Falls eine Spalte keinem der vordefinierten Stackfield-Felder entspricht, kannst du ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. Klicke auf Weiter, wenn du fertig bist. Falls deine Datei eine Spalte mit Zuweisungen enthält,
kannst du nun die Rechtegruppe für die jeweiligen Personen festlegen. Diese werden automatisch per E-Mail eingeladen oder, falls sie bereits einen Stackfield-Account haben, direkt dem Raum hinzugefügt. Wenn beim Import Konvertierungsfehler auftreten, zum Beispiel wenn anstelle einer E-Mail-Adresse ein Name hinterlegt wurde, kannst du diese Fehler korrigieren, bevor du fortfährst. Andernfalls kannst du die Fehler ignorieren und die Daten werden entsprechend nicht übernommen. Damit auch die Navigation in Stackfield noch intuitiver wird, haben wir die Navigationsleiste für dich optimiert. In der oberen Leiste findest du jetzt praktische neue Funktionen. Du kannst Module umbenennen, ein Standardmodul für dich festlegen, die Reihenfolge der Module anpassen oder Module aus- und einblenden, um die Übersicht zu behalten. Einfach die 3 Punkte neben einem Modul anklicken und loslegen. Noch übersichtlicher, noch effizienter. Das waren die neuesten Updates in Stackfield. Ich hoffe, dir gefallen die neuen Funktionen genauso gut wie uns. Probiere sie doch direkt aus und mache deinen Arbeitsalltag noch einfacher. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.